Hallo zusammen, ich zeige euch heute, wie ihr dieses schöne Sommertop stricken könnt. In diesem Video erkläre ich Schritt für Schritt von Anfang bis Ende, wie dieses Top gestrickt wird. Es richtet sich daher vor allem an die Anfänger unter euch, die nicht so einfach mit einer schriftlichen Anleitung stricken können. Und ich hoffe, dass es mit diesem Video möglich wird. Lasst mir gerne euer Feedback da. Und da diese Anleitung sehr lange wird, würde ich sagen, springen wir direkt rein und fangen an. Das Belltank-Top wird von oben nach unten nahtlos gestrickt. Es wird mit den Vorderteilen angefangen. Diese Träger werden einzeln gestrickt und dann miteinander verbunden. An die Vorderteile werden dann an den jeweiligen Trägern Maschen aufgenommen und direkt das Rückenteil dran gestrickt. Danach werden beide Teile, also das Vorderteil und das Rückenteil, auf einer Nadel gesammelt und zur Runde geschlossen und dann wird nur noch glatt rechts in Runden gestrickt. Das Top wird mit einem umgeschlagenen Bündchen fertiggestellt. Das ist etwas eleganter als ein klassisches Rechts-Links-Rippenbündchen und ist auch gar nicht so schwer, denn ich zeige euch ganz ausführlich, wie das geht, dass das jeder hinkriegt. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du natürlich auch ein klassisches Bündchen wählen. Ich finde, es gibt einen sehr sauberen und eleganten Abschluss. Und zum Schluss werden dann die Armausschnitte und der Halsausschnitt mit einer Doppelstrickblende versehen. Das gibt dem Top dann sein endgültiges Finish und trägt dazu bei, dass es nicht ausleiert und sich in Form hält. Es gibt die Option, das Top in Streifen zu stricken oder auch Unifarben. Wie viel Garn du für die jeweilige Variante brauchst, steht in der Anleitung, die du käuflich erwerben kannst auf Ravelry und auf Etsy. Die Links dazu packe ich dir unten in die Videobeschreibung. Um das Top stricken zu können, brauchst du natürlich ein Garn und ich habe meine 3 Tops, die ich bisher gestrickt habe, in Drops Bell gestrickt. Das ist eine Garnmischung aus 53% Baumwolle, 33% Viskose und 14% Leinen und das wird nach dem Waschen ein sehr weiches Garn. Das hier ist jetzt die Farbe 13, dunkel Jeansblau mit der Farbe Weiß. Du könntest aber auch jeden anderen Ton nehmen, zum Beispiel gibt es hier diesen Jeansblauton auch in heller. Es gibt aber auch Garnalternativen, die du wählen kannst. Zum Beispiel gibt es auch von Lana Grossa ein ähnliches Garn mit einer ähnlichen Zusammensetzung und das ist das Dodici. Das ist zum Beispiel hier in der Farbe Fliederlila 09 und die Farbe Weiß 01. Da könnte ich mir auch sehr gut eine Streifenvariante vorstellen. Dann gibt es zum Beispiel noch das Garn Sandnes Garn Line. Das ist auch eine ähnliche Zusammensetzung und das ist die Farbe 4033, ein schöner Altrosaton. Daraus möchte ich eine Uni-Variante stricken. Und als letztes habe ich noch das Garn Cecilia von Svata Faret. Das ist ebenfalls eine ähnliche Mischung und das ist dieser Farbton. Daraus könnte ich mir auch eine Uni-Variante vorstellen. Du brauchst aber natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Eine Rundstricknadel und zwar in der Nadelstärke, die du mit deiner Maschenprobe triffst. Bei mir ist das die 3,75. Ich bin eine etwas lockere Strickerin. Wenn du zum Beispiel schon öfter Anleitungen von Petit Knit gestrickt hast, dann bin ich so ungefähr 0,5 mm unter ihrer Strickfestigkeit. Nur mal so als Orientierung, welche Nadelstärke du wählen kannst. Und eine Rundstricknadel muss mindestens 60 cm haben, eher 80
damit du das Top nachher auch bequem in Runde stricken kannst. Dann brauchst du aber noch mindestens eine kleinere Rundstricknadel. Ich habe hier jetzt Charus in der kurzen Variante, das ist aber egal. Es können auch lange Nadeln sein. Wichtig ist nur, dass die Nadel 0,75 bis 1 mm kleiner ist als die Nadel, mit der du die Maschenprobe getroffen hast. Beispielsweise habe ich ja jetzt meine Maschenprobe mit 3,75 mm getroffen und habe hier jetzt eine 3,0 mm Nadel und damit habe ich die doppelt gestrickten Blenden gestrickt. Und auch hier sind wieder 60 cm das Minimum. Die Rundstricknadel sollte nicht kleiner sein, länger ist aber kein Problem. Dann brauchst du unbedingt eine Wollnadel zum Vernähen und optional einen Rundenmarkierer und einen Maschenhalter. Das ist hier einfach so ein Gummiband mit Loch, das man auf die Nadelspitzen ziehen kann, um da seine Maschen stillzulegen. Für beides könntest du aber auch einfach Garnreste benutzen. Und nun noch ein paar Tipps von mir. Bevor du anfängst zu stricken, ist es ganz wichtig, dass du eine Maschenprobe machst. Die Maschenprobe des Tops liegt bei 20 Maschen auf 31 Reihen, und zwar nach dem Waschen und leicht spannen. Das ist deshalb so wichtig, da dieses Top aus einem pflanzlichen Garn gestrickt wird. Gerade ein Baumwollgarn wächst sehr stark in die Breite, aber weniger in die Länge. Das solltest du auf jeden Fall beachten. Und wenn du möchtest, dass dein Top nachher perfekt sitzt, dann würde ich dir empfehlen, dich auch wirklich daran zu halten, eine vernünftige Maschenprobe zu machen. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann verlinke ich dir hier oben mein Video zum Thema Maschenprobe, wo ich ganz genau erkläre, wie man eine Maschenprobe richtig macht. Die Anleitung ist gut für Anfänger geeignet, aber nicht für blutige Anfänger. Das heißt, du solltest rechte und linke Maschen können und du solltest wissen, wie man Maschen anschlägt. Und idealerweise weißt du schon, wie man Maschen zunimmt, aber das zeige ich dir auch in einem Video und notfalls kannst du das auch noch nebenher lernen. Es gibt so ein paar schwierigere Parts, wie zum Beispiel den Doppelstrick. Da gehe ich in meiner Anleitung aber ganz besonders detailliert drauf ein, deswegen sollte das überhaupt kein Problem sein. Ich stricke meinen Top heute aus der Dropspell und zwar in der Farbe 04, das ist ein Gelbton. Und als Kontrastfarbe nehme ich den Weißton, das ist die Farbe 01. Du nimmst jetzt deine größeren Nadeln. Bei mir ist das jetzt hier die 3,75. Du nimmst bitte die Nadel, mit der du die Maschenprobe getroffen hast. Zur Erinnerung, das sind 20 Maschen auf 31 Reihen. Ich habe hier jetzt ein Kabel dranhängen, da ist die Länge für den Anfang erstmal egal. Dann nimmst du deinen Hauptfaden und wir schlagen erstmal Maschen an. Du guckst jetzt, wie viele Maschen du aufnehmen musst für deine Größe. Ich stricke heute Größe S und da sind das 4 Maschen, die ich jetzt erstmal aufnehme. Du nimmst die Maschen auf, so wie du es gewohnt bist, mit deiner bevorzugten Methode. Ich mache das jetzt hier mit dem Kreuzanschlag. Da ich ja nur eine Hand habe, nehme ich meine Maschen immer mit rechts auf. Wenn du eine Rechtshänderin bist, dann nimmst du deine Maschen wahrscheinlich eher mit links auf. Ich habe jetzt auf jeden Fall 4 Maschen aufgenommen. Wenn du das Top jetzt mit Streifen stricken möchtest, dann musst du in der Anleitung gucken, mit welchem Farbrapport du beginnen musst. Das ist nämlich pro Größe unterschiedlich, damit sich die Streifen nachher schön über das Top auch verteilen. Ich stricke ja jetzt Größe S und ein Farbrapport besteht aus 16 Reihen. Die erste Reihe ist eine Hinreihe. Bei Größe S ist es jetzt so, dass ich mit Reihe 7 des Rapports beginne. Das heißt, ich stricke 4 Reihen in der Hauptfarbe und wechsle dann auf die Kontrastfarbe. Du guckst jetzt bitte in der Anleitung, wie viele Reihen du in glatt rechts stricken musst. Ich stricke jetzt erstmal 4 Reihen glatt rechts.
Ich habe jetzt 4 Reihen in der Kontrastfarbe gearbeitet und ich muss in der Größe S insgesamt 18 Reihen arbeiten. Jetzt muss ich die Farbe wechseln und den Kontrastfaden mitführen. Ich lege also den weißen Faden an und den gelben, den lasse ich hier einfach liegen. Ich nehme den weißen und fange einfach an, jetzt mit dem weißen zu stricken. Und da arbeite ich jetzt eine Reihe rechts, guck, dass du hier noch ein Stück dran lässt zum Vernähen. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Das ist schon ein bisschen knapp hier jetzt, aber es wird ausreichen. Und dann noch eine Reihe links. Da musst du auch den Kontrastfaden mal hier so ein bisschen festhalten, weil der entwischt dir sonst ganz gerne mal. So, und jetzt haben wir 2 Reihen gearbeitet. Und jetzt wechseln wir wieder auf die Hauptfarbe. Den Kontrastfaden, den schneide ich jetzt noch nicht ab, sondern ich stricke jetzt hier einfach weiter und führe den mit. Jetzt stricke ich wieder eine Reihe rechts und wieder eine Reihe zurück. Das zieht sich hier auch gerne mal am Rand dann ein bisschen komisch hin. Das ist aber egal, weil die Maschen am Rand, also die rechte Randmasche und die linke Randmasche, die werden nachher nicht mehr sichtbar sein. Lediglich die 2 Maschen in der Mitte. Deswegen ist das auch nicht so schlimm, dass das hier so ein bisschen unsauber aussieht. Das wird sich dann nachher erledigen. Ich wechsle jetzt wieder auf den Kontrastfaden und stricke wieder eine Reihe rechts und jetzt schneiden wir diesen Faden ab, denn es folgen nun 10 Reihen in der Hauptfarbe, bevor wir die Kontrastfarbe wieder arbeiten. Und jetzt beginnt auch der Rapport ab Reihe 1. Das heißt, dieses ganze Stück, das habe ich jetzt ab Rapport Reihe 7 gestrickt, 7 bis 16. Und ab hier beginnt jetzt die Reihe 1 bis 16 und wird fortlaufend weitergeführt. Also immer Reihe 1 bis 16 hintereinander fortlaufend. Ich habe jetzt 4 Reihen in der Hauptfarbe gearbeitet, 2 in der Kontrastfarbe, 2 in der Hauptfarbe und 2 in der Kontrastfarbe. Macht 10 Reihen. Jetzt gehe ich wieder auf die Hauptfarbe und stricke weitere 8 Reihen, weil ich ja für Größe S 18 Hin- und Rückreihen arbeiten muss. Du guckst jetzt bei deiner Größe, wie viele Reihen du noch arbeiten musst. Ich habe nun 18 Reihen gearbeitet und befinde mich nun an Reihe 8 des Rapports. 2, 4, 6, 8. Nun fangen wir an, die Zunahmen für den Halsausschnitt zu arbeiten. Wir befinden uns gerade beim linken Vorderteil. Das heißt, dass wir nun die Zunahmen arbeiten werden nach rechts, sodass sich hier der Halsausschnitt formt. Der Zunahmerapport geht über 6 Reihen. Die erste Reihe ist immer eine Zunahme und die 5. Reihe ist immer eine Zunahme. Guck bitte für deine Größe, wie oft du diesen Rapport arbeiten musst. Und wir müssen jetzt auch parallel darauf achten, dass wir
immer unseren Farbrapport berücksichtigen und die Streifen arbeiten. Das kann am Anfang etwas kompliziert wirken, aber mach das einfach ruhig, überprüfe immer wieder, wo du dich gerade im Farbrapport befindest, dass du da keine Fehler machst und nicht aufribbeln musst. Fangen wir an. Ich stricke nun erstmal 2 Maschen rechts und dann arbeite ich eine linksgeneigte Zunahme. Für eine linksgeneigte Zunahme gehst du mit der linken Nadel von vorne nach hinten in den Querfaden und dann strickst du diese Masche verschränkt ab. Dann kommt eine Rückreihe. Ich habe nun wieder 10 Reihen in der Hauptfarbe gearbeitet und muss nun wieder auf meine Kontrastfarbe wechseln. Aber ich muss natürlich weiterhin meine Zunahmen arbeiten. Ich habe jetzt erstmal wieder eine Reihe normal rechts, eine Reihe links, jetzt wechsle ich wieder auf die Hauptfarbe und arbeite wieder eine Zunahme. Das heißt, ich stricke 2 Maschen rechts, dann mache ich wieder eine linksgeneigte Zunahme. Das heißt, ich gehe mit der linken Nadel von vorne nach hinten durch den Querfaden, nehme die rechte Nadel und steche hinten ein und strickst die Masche dadurch rechts verschränkt ab. Ich stricke das zu Ende rechts, dann folgt wieder eine Rückreihe links. Jetzt muss ich wieder auf die Kontrastfarbe wechseln. Wir haben den Zunahmerapport jetzt einmal gearbeitet, also das waren jetzt 6 Reihen. Du kannst das auch hier ganz gut erkennen. Hier ist diese Masche nach links geneigt, da hatten wir eine Zunahme. Und die nächste Zunahme ist hier oben. Und da liegen 3 Reihen dazwischen. So kannst du auch die Zunahmen überprüfen. Falls du durcheinander kommst beim Zählen, kannst du immer hier nach diesem Querbalken gucken und deine Zunahmen zählen. Also wir haben jetzt 2 und jetzt beginnt der Zunahmerapport von vorne. Das heißt, mit Reihe 1 ist wieder eine Zunahme. 2 Maschen rechts, eine links geneigte Zunahme. Jetzt wird die Kontrastfarbe wieder abgeschnitten und ich arbeite mit der Hauptfarbe weiter. Das ist jetzt die 3. Reihe im Zunahmerapport und das ist einfach eine Reihe rechts. Die 5. Reihe ist wieder eine Zunahme. Also 2 Maschen rechts, eine links geneigte Zunahme und bis zum Ende der Reihe wieder rechts. Jetzt haben wir den Zunahmerapport schon 2-mal gearbeitet. Den arbeitest du jetzt mal alleine weiter. Und zwar so oft, wie es für deine Größe vorgesehen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe nun alle Zunahmen gearbeitet, die ich arbeiten muss.
Und du überprüfst jetzt nochmal, ob du auch die Maschen auf der Nadel hast, die in der Anleitung angegeben werden. Wir schneiden den Hauptfaden jetzt ab und beginnen mit dem rechten Vorderteil. Der Träger bis zum Halsausschnitt ist nun fertig. Und du kannst den jetzt stilllegen auf einem Faden oder auch auf einem Maschenhalter. Ich lasse das jetzt einfach auf der Nadel, weil mich stört es nicht, und schiebe das mir so ein bisschen darunter. Und das hängt jetzt da unten rum. Und ich mache jetzt hier weiter. Wir schlagen wieder Maschen an mit unserer Hauptfarbe. Bei mir sind das wieder 4 Stück. Und das funktioniert nun genauso wie bei dem linken Vorderteil. Wir stricken erstmal glatt rechts in unserem Farbwechselrapport Hin- und Rückreihen, und zwar so viele, wie für deine Größe in der Anleitung drin stehen. Bei mir sind das jetzt 18. Ich mache das jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt werden wieder die Zunahmen gearbeitet. Ich bin jetzt wieder in Reihe 8 der Hauptfarbe. Und Reihe 9 ist dann eine Zunahmereihe. Die werden aber etwas anders gearbeitet als auf der anderen Seite. Und zwar stricken wir 2 Maschen rechts. Und dann machen wir eine rechtsgeneigte Zunahme. Eine rechtsgeneigte Zunahme wird so gearbeitet. Man nimmt die linke Nadel, führt sie von hinten nach vorne unter dem Querfaden und strickt sie dann von vorne mit der rechten Nadel rechts ab. Die letzten 2 Maschen werden dann rechts gearbeitet. Jetzt wechsle ich wieder auf die Kontrastfarbe und befinde mich jetzt in Rapport Reihe 3. Das heißt, ich stricke nochmal eine Reihe rechts und eine Reihe links. Jetzt kommt Reihe 5 des Rapports und das ist wieder eine Zunahme. Diesmal stricke ich 3 Maschen rechts. Ich stricke immer so weit, bis nur noch 2 Maschen auf der Nadel sind. Ich mache wieder eine rechtsgeneigte Zunahme, heißt, ich gehe von hinten nach vorne unter den Querfaden und stricke diese Masche rechts ab. Und dann habe ich noch 2 Maschen rechts. Nun kommt wieder direkt eine Zunahmereihe, denn wir beginnen wieder mit Reihe 1 des Rapports. Das heißt, ich stricke 4 Maschen rechts, eine rechtsgeneigte Zunahme, jetzt schneide ich den Faden wieder ab. Ich habe nun einmal den kompletten Rapport gearbeitet. Hier ist eine Zunahme, hier ist eine Zunahme. Du arbeitest nun deine Zunahmen weiter, und zwar so oft, wie sie für deine Größe angegeben werden. Und wenn du das fertig hast, dann sehen wir uns wieder. Nochmal den Hinweis, achte darauf, deine Streifen richtig mitzuführen. Am Anfang ist mir das auch öfter mal passiert, dass ich den zweiten Streifen vergessen habe. Achte also am besten immer mal wieder darauf und guck immer mal wieder nach. Nicht, dass du nachher ein ganzes Stück wieder aufribbeln musst.
Ich habe nun alle Zunahmen für das rechte Vorderteil gearbeitet und als nächstes werden wir die beiden Vorderteile miteinander verbinden und es werden für den Halsausschnitt Maschen angeschlagen. Wir stricken einmal rechts über das rechte Vorderteil . Und nun schlagen wir Maschen an. Du guckst wieder in die Anleitung, wie viele das sind für deine Größe. Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob du den gestrickten Anschlag verwenden möchtest oder den Schlingenanschlag. Ich werde jetzt hier den Schlingenanschlag machen. Du nimmst deinen Daumen, ich nehme meinen kleinen Stumpi und schlage so neue Maschen an. Im Prinzip machst du einfach eine Schlaufe . Achte darauf, dass du die Maschen nicht zu locker anschlägst, weil du sonst danach Lücken erhältst. Aber natürlich auch nicht so fest, dass du sie nachher nicht mehr abstricken kannst. Und das machst du jetzt bis zum Schluss, bis du alle deine Maschen angeschlagen hast. Als nächstes holst du dir das linke Vorderteil auf die Nadel zurück. So, und dann achtest du hier darauf, dass die Maschen nicht verdreht sind. Die müssen wirklich hier schön in einer Reihe liegen. Und dann strickst du hier weiter. Einfach rechts über das linke Vorderteil. Nun strickst du eine Rückreihe. Nun sind wir bei unseren neu angeschlagenen Maschen angekommen und die strickst du auch ganz normal links ab. Sollte dir aus Versehen ein Umschlag abhanden kommen, das ist mir nämlich gerade passiert, also hier habe ich noch diesen Umschlag und hier ist er mir aufgegangen. Dann kannst du den ganz einfach wieder zurückholen. Und zwar nimmst du den Faden und legst ihn von hinten nach vorne über die linke Nadel. Und dann gehst du von hinten durch den hinteren Faden. Und dann hast du die Schlinge wieder auf der Nadel, schiebst sie wieder nach links und kannst sie dann ganz normal wieder abstricken. Wir haben nun die beiden Vorderteile verbunden und Maschen für den Halsausschnitt angeschlagen. Als nächstes arbeiten wir die Zunahmen für die Armausschnitte. Da guckst du jetzt wieder in die Anleitung für deine Größe, wie oft du diesen Rapport arbeiten musst. Der besteht aus 2 Reihen. Diesmal wird in jeder Hinreihe zugenommen. Und zwar fangen wir an wieder mit 2 Maschen rechts. Dann machst du eine linksgeneigte Zunahme. Dann stricken wir rechts über das komplette Strickstück bis 2 Maschen vor Ende. Nun machen wir eine rechtsgeneigte Zunahme, also von hinten mit der Nadel unter den Querfaden und rechts abstricken.
Nun stricken wir wieder eine Rückreihe. Ich habe den Zunahmerapport jetzt einmal gearbeitet, also eine Hinreihe mit den Zunahmen rechts und links und eine Rückreihe links. Das mache ich jetzt mal weiter. Ich wechsle jetzt wieder auf die Kontrastfarbe. Daran solltest du auch denken, falls du mit Streifen strickst. Und dann sehen wir uns wieder, wenn alle Zunahmen für den Armausschnitt gearbeitet sind. Ich habe nun alle Zunahmen gearbeitet. Das heißt, ich habe in jeder Hinreihe eine Masche an der rechten Seite und an der linken Seite zugenommen. Das Vorderteil ist damit fertig und wir schneiden beide Fäden ab und wir machen mit dem Rückenteil weiter. Das Rückenteil wird direkt an das Vorderteil rangestrickt. Und zwar fangen wir diesmal mit dem rechten Vorderteil an. Wenn du dir das Top mal so vor dich hinlegst, dann ist das ja nachher der linke Träger und das hier ist der rechte Träger. Und wir stricken jetzt hier an den rechten Träger direkt das Hinterteil ran. Wir nehmen jetzt an dem Vorderteil der rechten Seite neue Maschen auf. Und zwar haben wir hier ja 4 Maschen vorhin angeschlagen, beziehungsweise du so viele wie für deine Größe gefordert. Und ich werde jetzt mit der Häkelnadel, weil das ein bisschen einfacher ist, hier für jede Masche eine neue wieder aufnehmen. Du kannst dir das so ein bisschen auseinanderziehen und dann siehst du besser, wo du da reinkommst. Und dann ziehe ich die Häkelnadel hier einfach wieder raus. Wenn das nur ein paar Maschen sind, die man hat, dann geht das ganz gut. Und führe hier meine Nadel dann durch, drehe das einmal um und stricke eine Rückreihe. Und da ich jetzt in der Hauptfarbe die Maschen aufgenommen habe, werde ich jetzt mit dem Farbwechselrapport eine Reihe später anfangen. Vorhin habe ich für Größe S ja mit Reihe 7 begonnen. Und ich werde jetzt mit Reihe 8 weitermachen. Das ist dann eine Rückreihe. Und es ist wirklich wichtig, dass du dich an den Farbwechselrapport hältst an dieser Stelle, also gerade auch beim Rückenteil wieder. Denn das ist alles so berechnet, dass wenn wir zur Runde schließen, die Streifen dann auch zueinander passen. Ansonsten wird das wahrscheinlich bei dir dann nachher nicht ganz passen, wenn du dich da nicht hundertprozentig dran hältst. Also achte da bitte drauf. Ich habe jetzt noch 2 Reihen von meiner Hauptfarbe übrig und dann wechsle ich wieder auf die Kontrastfarbe. Aber ich muss jetzt gleichzeitig auch wieder Zunahmen arbeiten. Und das ist genauso wie beim Vorderteil ein 6-reihiger Rapport, bei dem immer bei der ersten Reihe und bei der 5. Reihe zugenommen wird. Und der wird eben so oft wiederholt, wie für deine Größe angegeben. Also ich stricke jetzt 2 Maschen rechts und dann mache ich eine links geneigte Zunahme aus dem Querfaden. Und eine Rückreihe. Jetzt habe ich die ersten 2 Reihen des Rapports gearbeitet und muss auf meine Kontrastfarbe wechseln. Ich bin jetzt in der Reihe 3, das heißt, ich stricke alle Maschen komplett rechts und die Reihe 4 alle links stricken. Jetzt wechsle ich wieder auf die Hauptfarbe und bin in Reihe 4 des Rapports. Das heißt, ich mache jetzt wieder eine Zunahme. Ich habe den Zunahmerapport jetzt einmal komplett gearbeitet und ich mache das jetzt mal weiter für meine Größe und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe nun alle Zunahmen gearbeitet und hier hat sich nun der Halsausschnitt geformt. Die Fäden werden jetzt wieder abgeschnitten
Und wir machen mit dem linken Rückenteil weiter. Du kannst jetzt die Maschen stilllegen. Ich schiebe sie mir wieder einfach so ein bisschen runter und kann dann nachher nahtlos an denen weiterarbeiten. Ich nehme jetzt auf der anderen Seite auch wieder 4 Maschen auf und du eben so viele, wie du ursprünglich angeschlagen hast. Ich stricke jetzt erstmal wieder eine Rückreihe links. Nun beginne ich hier wieder mit den Zunahmen. Der Rapport besteht wieder aus 6 Reihen. Ich stricke rechts bis 2 Maschen vor Reihenende und mache eine rechtsgeneigte Zunahme, so wie auch bei dem Vorderteil. Dann wechsle ich wieder auf die Kontrastfarbe und stricke einfach nur eine Reihe rechts. Das ist nämlich die Reihe 3 des Zunahmerapports. Dann habe ich wieder eine Zunahme. Das heißt, ich stricke bis 2 Maschen vor Reihenende, mache eine rechtsgeneigte Zunahme und stricke eine Reihe links. Ich habe den Zunahmerapport jetzt einmal gearbeitet und ich würde sagen, du machst das jetzt wieder alleine und wir sehen uns gleich wieder, wenn du alle Zunahmen gearbeitet hast. Ich habe nun die Zunahmen für das linke Rückenteil gearbeitet und jetzt werden wir die beiden Rückenteile miteinander verbinden. Dafür strickst du jetzt erstmal rechts über das linke Vorderteil. Als nächstes werden wieder Maschen für den Halsausschnitt angeschlagen. Das mache ich wieder mit dem Schlingenanschlag. Du schlägst so viele Maschen an, wie bei deiner Größe angegeben sind. Wenn du nun alle Maschen angeschlagen hast, nimmst du das rechte Rückenteil, das du vorhin gestrickt hast. Bei mir liegt das jetzt hier immer noch auf der Nadel und ich kann das hier einfach rüberschieben. Und jetzt überprüfst du nochmal, ob du hier auch keine Verdrehung drin hast. Das heißt, du guckst nochmal, ist hier alles mit der rechten Seite nach vorne gelegt und auch links. Das wäre nämlich sehr ärgerlich, wenn wir da eine Verdrehung drin haben und das dann wieder aufmachen müssten. Und du guckst auch wieder bei diesen angeschlagenen Maschen hier oben, dass du dort auch keinen Dreher drin hast und die alle wirklich hier in einer Reihe sind. Und wenn das alles passt, dann strickst du einfach rechts über das andere Rückenteil und dann strickst du wieder eine Reihe links über die neu angeschlagenen Maschen. Als nächstes stricken wir dann erstmal glatt rechts über das Rückenteil. Das heißt, wir machen erstmal keine Zunahmen. Du guckst jetzt wieder in der Anleitung, wie viele Hin- und Rückreihen du für deine Größe stricken musst. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir das gestrickt haben. Ich habe nun 22 Reihen glatt rechts gestrickt und jetzt machen wir wieder Zunahmen für die Armausschnitte. Und das wird genauso gemacht wie bei der Vorderseite. Ich habe einen Rapport von 2 Reihen und ich fange mit einer Hinreihe an und stricke 2 Maschen rechts. Dann mache ich eine linksgeneigte Zunahme und dann stricke ich bis 2 Maschen vor Reihenende. 2 Maschen vor Reihenende machen wir dann eine rechtsgeneigte Zunahme. Und jetzt haben wir 2 Maschen zugenommen, einmal für den rechten und für den linken Armausschnitt. Jetzt stricken wir wieder eine Linksreihe. Und diese 2 Reihen, die wiederholst du jetzt so oft, wie es für deine Größe in der Anleitung steht. Das heißt, du nimmst in jeder Hinreihe 2 Maschen zu. Und wenn du das gemacht hast, dann sehen wir uns wieder. Ich
Ich habe nun alle Zunahmen für die Armausschnitte gearbeitet und wenn du alles richtig gemacht hast, dann müsste das Vorderteil nun zu deinem Hinterteil passen. Ich bin hier nun auf Reihe 12 des Farbrapports geendet und als nächstes werden die Maschen auf einer Rundstricknadel gesammelt und zur Runde geschlossen. Dafür stricke ich nun erstmal über das komplette Rückteil. Als nächstes werden neue Maschen für den Armausschnitt angeschlagen und die schlage ich wieder mit dem Schlingenanschlag an. Als nächstes stricken wir über das Vorderteil. Dieses ist ja im Moment stillgelegt. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Maschen auf meiner Rundstricknadel sammeln. Wenn du das machst, dann achte darauf, dass die Träger nicht verdreht sind. Und bevor du nun über das Vorderteil strickst, überprüfe nochmal, ob die neu angeschlagenen Maschen hier auch in einer Reihe sind und auch keine Verdrehung drin haben. Und genauso nochmal hier beim Träger. Das wäre nämlich sehr ärgerlich und das passiert sehr schnell mal, dass man da einen Fehler macht. Und nun strickst du einmal komplett über das Vorderteil. Ich habe über das Vorderteil gestrickt und jetzt werden wieder Maschen angeschlagen und zwar genauso viel wie auf der anderen Seite. Ich schlage jetzt 5 Maschen an. Du schlägst die Anzahl an, wie sie in der Anleitung für deine Größe steht. Und dann setze ich einen Maschenmarkierer an, der mir die Runde markiert. Und schlage nochmal 5 Maschen an. Nun schließen wir das Ganze zur Runde. Hier auch gerne nochmal darauf achten, dass hier nichts verdreht ist. Jetzt kommt der einfachere Teil, denn wir stricken jetzt einfach glatt rechts in Runden weiter. Und zwar so lange, bis wir die gewünschte Länge unseres Tops erreicht haben. Da guckst du auch wieder in der Anleitung, wie das für deine Größe angegeben ist. Oder du probierst es einfach zwischendrin immer mal wieder an und überprüfst, welche Länge du gerne hättest. Dabei solltest du allerdings beachten, dass das Bündchen nachher noch angestrickt wird. Also das hat je nach Größe dann nochmal mindestens 2,5 cm extra. Und du arbeitest weiterhin in dem Streifenrapport. Und ich zeige dir gleich noch, wie du den Farbwechsel in Runden machst. Dafür stricke ich jetzt aber erstmal ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich zeige dir jetzt noch, wie du den Farbwechsel machst, dass hier keine Treppen entstehen, sondern dass einen schönen Übergang gibt. Ich habe jetzt 10 Reihen in meiner Hauptfarbe gestrickt und wechsle zu meiner Kontrastfarbe. Und da wird nun einfach erstmal eine ganze Runde gestrickt. Ich bin nun wieder beim Rundenanfang. Und wenn ich hier jetzt einfach mit der Kontrastfarbe weiter stricken würde, würde hier so eine kleine Treppe entstehen, was optisch nicht sehr schön aussieht. Und das kann man ein bisschen ausgleichen. Du gehst mit der rechten Nadel in das Maschenglied unterhalb der Kontrastfarbe und ziehst das oben auf die linke Nadel. Und das strickst du dann einfach zusammen rechts ab.
Dadurch wird die Hauptfarbe so ein bisschen hochgezogen und gleicht damit diese Treppe aus. Und dann strickst du einfach weiter in der Kontrastfarbe wieder, bis die Runde zu Ende ist. Ich habe nun wieder bis zum Rundenmarkierer gestrickt. Hier haben wir die Masche von der Hauptfarbe hochgezogen und mit abgestrickt. Und dadurch sieht das jetzt hier aus, als wäre hier nur eine Masche weiß gestrickt. Und um das wieder auszugleichen, stricken wir jetzt mit der Kontrastfarbe noch eine Masche mehr, bevor wir wieder auf die Hauptfarbe wechseln. Die Kontrastfarbe, die wird jetzt einfach mitgeführt und die lasse ich hier hinten einfach liegen. Und jetzt wechsle ich wieder auf die Hauptfarbe und zwar stricke ich jetzt wieder eine Runde. Ich habe nun wieder eine Runde gestrickt und jetzt sieht man, dass hier noch eine weiße Masche über den Rundenanfang hinaus übrig ist, weil wir die ja zu viel gestrickt haben sozusagen. Und die stricke ich jetzt natürlich auch wieder ab in der Hauptfarbe. Und nun mache ich das gleiche wieder wie vorhin. Ich ziehe mir die weiße Masche auf die Nadel und stricke es zusammen mit meiner Hauptfarbe ab, damit auch wieder bei dem Wechsel auf die Hauptfarbe nun kein Treppchen entsteht. Und ich stricke wieder bis zum Rundenende. Ich habe nun wieder eine Runde gestrickt und wie man hier sieht, haben wir nun 2 Maschen in der Hauptfarbe, die nur einzeln erscheinen. Das heißt, hier müssen wir jetzt 2 Maschen noch in der Hauptfarbe stricken. Jetzt wechsle ich wieder auf die Kontrastfarbe. Ich gucke dabei, dass ich hier nicht zu straff anziehe, aber auch nicht zu locker, denn der Faden, der wird jetzt hinten mitgeführt. Ich achte also darauf, dass hier nichts unter großer Spannung steht, aber dass es halt auch nicht zu locker wird. Und stricke jetzt wieder eine Runde in meiner Kontrastfarbe. Ich bin wieder beim Rundenbeginn und stricke jetzt die nächsten 2 Maschen noch in der Kontrastfarbe. Und dann machen wir das gleiche wieder. Um hier das Treppchen zu vermeiden, ziehe ich hier die Masche der Hauptfarbe hoch und stricke das zusammen ab und stricke jetzt wieder die Runde zu Ende. Jetzt bin ich zum letzten Mal mit der Runde durch und muss jetzt hier noch 3 Maschen in der Hauptfarbe stricken und werde jetzt zum letzten Mal diesen Farbwechsel machen, indem ich das untere Maschenglied hochziehe und mit abstricke. Und jetzt stricken wir ganz normal in der Hauptfarbe weiter. Der Rundenbeginn, der verschiebt sich nicht. Das heißt, dein Markierer bleibt an der Stelle und wenn du nächstes Mal wieder auf die Kontrastfarbe wechseln musst, fängt das auch wieder hier beim roten Markierer an. Das führt dazu, dass wir hier irgendwann nur noch 9 Maschen zählen statt 10 bei der Hauptfarbe, aber das fällt überhaupt nicht auf und das siehst du über das komplette Top durch. Ich zeige dir jetzt gleich noch, wie du den Kontrastfarben mitführst. Ich habe nun 5 Runden in der Hauptfarbe gearbeitet und werde die Kontrastfarbe nun einweben sozusagen. Und zwar nehme ich das Knäuel von der Kontrastfarbe und gehe hier von rechts einmal um die Hauptfarbe rum, sodass sich die beiden überkreuzen. Und das sieht dann auf der Rückseite so aus. Hier habe ich die Kontrastfarbe schon mit eingearbeitet. Du kannst natürlich auch, wenn du das lieber möchtest, den Kontrastfaden nach einem Farbrapport abschneiden und dann hier vernähen. Aber ich finde, das sieht man immer so ein bisschen. Gerade bei Baumwollgarn
kann man das nicht so gut unsichtbar machen. Und ich führe deswegen den Faden gerne hinten mit, auch weil ich gerne nicht so viele Fäden nachher vernähe. Ich bin aber auch kein Fan davon, in jeder Runde diese beiden Farben miteinander zu überkreuzen. Und deswegen mache ich das nur jede 6. Reihe. Und du siehst, der ist nun hier hinten einmal über Kreuz und dann stricke ich hier einfach weiter. Wenn dir das Garn ausgeht und du ein neues Knäuel ansetzen musst, dann guck danach, dass das immer am Rand geschieht. Am besten hier auch am runden Anfang oder eben auch unter der anderen Seite, unter dem Armausschnitt. Weil wie gesagt, bei Baumwolle ist es schwer, das komplett unsichtbar zu vernähen nachher. Und da ist es dann immer gut, wenn das nur an einer Stelle geschieht, wo das nicht so auffällt. Und wenn du das jetzt direkt am Vorderteil oder auch am Rückenteil hast, dann sieht man das halt und fällt unschön auf. Ich habe nun die endgültige Länge von meinem Top erreicht. Und das sind ungefähr 31, 32 cm ab dem Armausschnitt. Du kannst es natürlich so lange stricken, wie du es möchtest. Beachte aber bitte, dass du dann mehr Garn brauchst, als in der Anleitung angegeben. Und ich zeige dir jetzt, wie das Bündchen gestrickt wird. Als Abschluss wird ein ungeschlagenes Bündchen gestrickt, wie du hier siehst. Dafür stricken wir einfach glatt rechts, schlagen, dann einmal das Top nach innen und nähen es an die Innenseite ran. Du kannst natürlich selbst entscheiden, wie hoch du dieses Bündchen haben möchtest. Ich habe hier nun 2,5 cm, beziehungsweise je nach Größe unterscheidet sich das auch ein bisschen. Und um 2,5 cm zu erreichen, müssen eben 5 cm gestrickt werden. Wenn du das erste Mal ein ungeschlagenes Bündchen annähst, dann kann ich dir Folgendes empfehlen. Und zwar kann man ein Kontrastfarben mit einstricken, damit man, wenn man nachher das Bündchen annäht an die Innenseite, eine Orientierung hat, wo man denn die Maschen zusammennähen muss und nicht in der Maschenzeile verrutscht. Und wenn du ein Nadelset hast mit austauschbaren Nadeln, dann ist das ganz einfach, denn dort befindet sich ein Loch und durch dieses Loch kannst du einfach den Kontrastfaden durchziehen. Und ich verwende da einen sehr dünnen Faden, das würde ich dir auch empfehlen, und zwar einen, den man gut sehen kann. Deswegen habe ich jetzt hier einen schwarzen ausgewählt und ich ziehe das einfach durch dieses Loch durch und lasse das einfach hängen und stricke ganz normal jetzt meine Runden weiter. Und zwar stricke ich jetzt erstmal eine Runde rechts. Wenn du kein austauschbares Nadelset hast, kannst du auch einfach eine Wollnadel nehmen, den Faden da durchführen und dann manuell durch die Maschen gehen und den Faden somit durchziehen. Ich habe nun eine Runde gestrickt und jetzt ziehe ich das kurze Ende von meinem Faden einfach raus und schneide es ab und ziehe diesen Faden dann auch wieder aus meinem Nadelloch hier raus und dann lasse ich den einfach hier hängen und kann ihn jetzt noch mit einem Knoten absichern. Nicht, dass der zwischendrin rausrutscht. Und als nächstes stricken wir erstmal das Bündchen glatt rechts. Und zwar stricke ich jetzt 5 cm gemessen ab diesem Faden. Und wenn du das gemacht hast, dann geht's weiter. Ich habe nun 5 cm für das Bündchen gestrickt und jetzt werde ich die Maschen abketten. Und das machen wir in der Standard-Abkettmethode, aber wir achten darauf, dass wir sehr locker abketten. Ich zeige das mal.
Und zwar stricke ich eine Masche rechts, ich stricke noch eine Masche rechts und ziehe die Masche über die gerade abgestrickte. Und ich gucke, dass ich hier ganz wenig Fadenspannung erzeuge. Das ist deswegen ganz wichtig, damit sich das Bündchen nachher hier nicht zusammenzieht, sondern schön elastisch und sauber wird. Wenn du Probleme damit hast, sehr locker abzuketten, kannst du auch deine rechte Nadel austauschen und sie durch eine größere Nadel ersetzen und das damit dann abstricken. Ich habe nun alle Maschen sehr locker abgekettet und das sieht dann ungefähr so aus. Und jetzt schneidest du den Faden ab, und zwar ungefähr 3-mal so breit, wie das ganze Top ist. Das Ende ziehst du dann auf eine Wollnadel und damit nähen wir jetzt das Bündchen an die Innenseite. Dafür legst du dir das so hin, dass du das Bündchen umklappen kannst. Und wenn man jetzt genau hinguckt, dann sieht man hier, wo unser Faden lang läuft, den wir vorhin mit eingenäht haben. Und an diesen Faden orientieren wir uns jetzt. Wenn du dir mal genau die linken Maschen anguckst, dann gibt es immer ein U, das nach oben zeigt und ein U, das nach unten zeigt. Und wir gehen immer durch das U, das nach oben zeigt. Und zwar das immer parallel zu unserer abgeketteten Masche liegt. Ich fange jetzt mal an und gehe mit der Nadel durch die erste abgekettete Masche. Die liegt hier. Und zwar nur durch den inneren Maschenschenkel. Und ziehe den Faden einmal komplett durch. Als nächstes gucke ich dann auf die Innenseite. Ich gucke nun, welche innenliegende Masche parallel zu der abgeketteten Masche liegt, die ich gerade abgenäht habe. Da lege ich mir die Nadel hier ran und gehe so weit nach oben, bis ich den Faden erreicht habe, den wir vorhin mit eingewoben haben. Da muss man ein bisschen genau gucken, aber hier sieht man ihn. Und dann nehme ich die Masche, die genau darunter liegt, und ziehe den Faden durch. Und das ist auch ganz besonders wichtig, dass du darauf achtest, dass du die richtige Masche erwischt, damit das gerade abgenäht wird und sich nachher nichts verzieht. Die nächste Masche, in die ich einsteche, ist wieder eine abgekettete Masche, aber wir stechen nicht in die nächste ein, sondern in die übernächste. Das heißt, es wird immer nur jede zweite Masche abgenäht. Dann gehe ich hier wieder durch und nun gucke ich, dass ich es nur ganz leicht anziehe. Das heißt, ich habe hier praktisch keine Fadenspannung drauf, sondern gehe nur ganz leicht mit dem Faden durch, damit es nachher sich nicht zusammenzieht. Und nun sehe ich, dass ich vorhin hier in diese linke Masche eingestochen habe und dort gehe ich natürlich jetzt auch 2 weiter. Und ich gucke, dass mein schwarzer Kontrastfaden, den ich eingewoben habe, immer darüber liegt. Ich zeige es nochmal. Ich lasse eine abgekettete Masche aus, gehe in die nächste rein, beziehungsweise nur in den inneren Maschenschenkel. Ziehe das ganz leicht an und dann gucke ich, wo ich zuvor abgenäht habe, und gehe 2 Maschen weiter
und achte dabei darauf, dass ich immer eine Masche unter dem Hilfsfaden liege. Und wenn du darin dann etwas geübter bist, dann musst du das auch nicht mehr in einzelnen Schritten machen, sondern kannst in die abgekettete Masche gehen und zugleich auch in die drüber liegende linke Masche und das einmal so durchziehen. Überprüfe einfach ab und zu, ob du dich noch in der richtigen Reihe befindest, ob der Kontrastfarben immer eins drüber liegt und ob du auch die gegenüberliegende Masche abgekettet hast und nicht verrutscht bist. Und das machst du jetzt das komplette Bündchen und am Schluss sehen wir uns wieder. Ich bin nun wieder am Anfang angekommen und habe das komplette Bündchen abgenäht. Und jetzt muss man nur noch den Faden vernähen und dafür gehe ich hier einfach in diese Naht rein und ziehe das durch. Und zum Schluss gehe ich dann einmal mit der Nadel in dieses abgekettete Bündchen rein, beziehungsweise zwischen diese zwei Lagen, die übereinander liegen, und steche da einmal durch und schneide den Faden dann ab und dann verschwindet nämlich dieser Faden in diesem Bündchen und guckt hier nirgendwo raus und damit hast du den sauber vernäht. Und jetzt müssen wir noch diesen Kontrastfaden entfernen. Dafür ziehe ich mir den einfach hier ein bisschen raus und schneide den ab. Und nun kann ich den einfach rausziehen und nun ist unser Bündchen fertig und du kannst sehen, dass wir eine sehr schön saubere Kante erhalten haben und dass das Bündchen auch sehr elastisch ist, dadurch, dass wir sehr locker abgekettet haben und auch die Naht auf der Innenseite sehr locker gemacht haben. Damit ist dieser Teil abgeschlossen und als nächstes werden noch die Blenden gestrickt für den Halsausschnitt und die Armausschnitte. Für den Halsausschnitt nehmen wir am Ausschnitt Maschen auf und stricken dann rundherum einen Doppelstrick. Du benötigst dafür eine Rundstricknadel, die länger ist als der Halsausschnitt oder zumindest nicht wesentlich kürzer, und deine Nadelstärke sollte 1 mm kleiner sein als die du für den Rumpf benutzt hast. Das heißt, in meinem Fall habe ich 3,75 mm für den Rumpf verwendet und nehme jetzt 2,75 für den Halsausschnitt. Bei dir kann das natürlich eine ganz andere Zahl sein. Es sollte ungefähr 1 mm kleiner sein. Wenn du keine passende Nadel hast in der Größe, kannst du auch lediglich 0,75 mm runtergehen. Das ist kein Problem. Dann wird der Halsausschnitt nicht ganz so fest, aber der Unterschied ist nicht riesig. Ich fange nun an, Maschen aufzunehmen und dafür nehme ich das Rückteil und lege es vor mich hin. Dann nehme ich meine Kontrastfarbe und ich fange in der Mitte vom Rückteil an, Maschen aufzunehmen. Und zwar nehme ich eine Masche für jede neu angeschlagene Masche hier am Rückenteil auf. Dafür gehe ich mit der Nadel zwischen zwei Maschen und hole mir den Faden hier durch. Wenn das für dich einfacher ist, kannst du natürlich auch hier wieder eine Häkelnadel zur Hilfe nehmen. Ich nehme also für jede Masche hier am Ausschnitt eine Masche auf, so weit, bis ich an der Schulterschräge angelangt bin. Ich bin jetzt hier am Träger angelangt und da werden die Maschen etwas anders aufgenommen.
Und zwar steche ich hier zwischen 2 Maschen rein und ziehe den Faden durch. Und dabei achte ich darauf, dass ich wirklich die komplette Randmasche erwische und nicht nur in das äußere Maschenglied einsteche. Und ich nehme hier 3 aus 4 Maschen auf. Das heißt, ich nehme 3 Maschen auf und dann überspringe ich die nächste und gehe stattdessen in die übernächste rein und wieder 1, 2, 3 und lasse eine aus und das geht dann immer so weiter. Und du siehst an der Innenseite, dass hier eine Wulst entsteht, aber das ist nicht so schlimm. Es ist wichtiger, dass wir hier wirklich die Maschen sauber aufnehmen und dass keine Löcher entstehen. Und achte bitte darauf, dass du hier auch in der Reihe bleibst. Das heißt, dass du wirklich hier diese schöne Naht hast und nicht aus Versehen zu weit drinnen reinstichst oder zu weit außen. Und ich mache das jetzt einmal komplett herum. Und am Ausschnitt vorne nimmst du wieder für jede neu angeschlagene Masche hier wieder eine auf. Und auf der anderen Seite des Trägers wieder 3 aus 4 Maschen. Für die doppelgestrickte Kante muss ich nun ein paar Schritte zur Vorbereitung machen. Als erstes muss ich 3 neue Maschen anschlagen. Diese 3 neuen Maschen stricke ich aus der ersten angeschlagenen Masche heraus. Und das geht so. Ich nehme die rechte Nadel und führe zwischen die erste und die zweite Masche. Hole mir den Faden und lege ihn wieder auf die Nadel. Dadurch habe ich eine neue Masche. Dann gehe ich wieder zwischen diese 2 Maschen, hole den Faden und lege ihn auf die Nadel. Und dann mache ich das nochmal und habe jetzt 3 neue Maschen aus der ersten Masche ausgestrickt. Diese 9 Maschen, die bilden die Hinreihe des Doppelstricks. Jetzt stricke ich die erste Hinreihe und dabei schlage ich neue Maschen für die Rückseite des Doppelstricks an. Dafür stricke ich eine Masche rechts, nehme eine Masche auf mit dem Schlingenanschlag, stricke wieder eine rechts, wieder ein Schlingenanschlag, wieder eine rechts und noch eine Masche über den Schlingenanschlag. Das heißt, ich habe jetzt 3 Maschen über den Schlingenanschlag angeschlagen. Und nun liegt hier die erste Masche, die ich ganz am Anfang angeschlagen habe, und die zweite, und die stricke ich jetzt rechts verschränkt zusammen. Das heißt, anstatt die Maschen von vorne zusammen zu stricken, stricke ich die beiden von hinten zusammen. Das heißt, ich steche hinten ein und stricke die Maschen ab. Und dadurch habe ich die Maschen nun an das Top dran gestrickt. Jetzt drehe ich die Arbeit um und stricke eine Rückreihe. Dafür hebe ich eine Masche wie zum Linksstricken ab. Dann stricke ich eine Masche rechts, hebe eine Masche wie zum Linksstricken ab, stricke eine Masche rechts, hebe eine Masche wie zum Linksstricken ab, stricke eine Masche rechts und die letzte hebe ich wieder wie zum Linksstricken ab. Dann drehe ich die Arbeit wieder auf die rechte Seite. Die Vorbereitungsrunden sind jetzt abgeschlossen und jetzt sind die Hin- und Rückreihen immer gleich. Und zwar stricke ich immer die Hinreihen eine Masche rechts und eine Masche abheben im Wechsel. Und dann habe ich am Schluss immer eine Masche noch übrig und eine Masche vom Top.
Und die beiden Maschen stricke ich immer rechts verschränkt zusammen, also hinten durch. Und dann drehe ich die Arbeit wieder um. Dann hebe ich die Masche wieder ab, stricke die nächste, hebe sie ab, stricke, hebe wieder ab, stricke rechts und die letzte wird wieder abgehoben. Das sind die zwei Reihen, die jetzt immer wiederholt werden. Das heißt, ich habe in jeder Hinreihe 3 Maschen, die ich rechts stricke und 3 Maschen, die ich abhebe, eben immer im Wechsel. Und die letzten beiden Maschen werden dann danach rechts verschränkt zusammengestrickt. Und die Rückreihe beginnt immer damit, die erste Masche abzuheben und dann zu stricken. Und die letzte Masche wird wieder abgehoben. Und das strickst du jetzt so lange, bis du wieder am Anfang des Doppelstricks angelangt bist. Und wenn du soweit bist, dann zeige ich dir, wie du die beiden Kanten verbindest. Ich bin jetzt wieder am Anfang der doppelt gestrickten Kante angelangt und nun werden diese beiden Enden miteinander verbunden und das wird mit Hilfe des Maschenstichs gemacht. Als erstes müssen die Maschen auf unterschiedliche Nadeln verteilt werden, denn wir haben hier ja die Maschen für die Hinreihe und für die Rückreihe. Das bedeutet, dass ich die rechten Maschen auf einer Nadel sammle und die linken Maschen auf einer weiteren. Dann nehme ich mir einfach hier 2 Nadeln zur Hilfe und verteile die so nacheinander auf 2 Nadeln. Nun habe ich auf der vorderen Nadel 4 Maschen liegen und auf der hinteren 3. Und die linken Maschen, die schiebe ich mir jetzt so ein bisschen nach hinten, weil die werden erst später bearbeitet. Und jetzt habe ich den Faden abgeschnitten und auf einer Wollnadel platziert. Und jetzt fange ich an, die Maschen abzunähen. Und zwar geht das so. Ich fange an und steche mit der Nadel wie zum Linksstricken, also von rechts nach links, in die erste Masche ein und ziehe das Garn durch. Und dann gucke ich mir die Maschen des Anfangsteils an und nehme die gegenüberliegende Masche. Das heißt, das ist hier die ganz rechte. Dort gehe ich von rechts nach links durch die erste Masche durch, also durch beide Maschenglieder und ziehe auch hier das Garn einmal durch. Und dann gehe ich mit der Nadel wieder auf die erste Masche hier auf der vorderen Nadel und führe die wie zum Rechtsstricken durch die Masche. Also von links nach rechts und ziehe das durch. Na, das ist ein bisschen fummelig hier. Und dann kann ich die Masche von der Nadel nehmen. So, und hier ist es nun besonders wichtig, um das sauber abzunähen, dass man hier auf eine gute Fadenspannung achtet. Das heißt, ich verbinde ja diese Maschen miteinander durch eine Extramasche sozusagen. Und die soll natürlich nicht zu locker sein und nicht zu fest, sondern sich so ein bisschen angleichen an die Maschengröße. Und so verfahre ich jetzt weiter. Also ich nehme die nächste Masche von rechts nach links, gehe dann in
die zweite Masche hier rein. Und wieder in die erste von links nach rechts, wie zum Rechtsstricken, und kann die runterziehen. Und dann ziehe ich das so nachträglich etwas fest, aber auch nicht zu fest, so dass es hier gut aussieht. Und so verfahre ich jetzt weiter. Also wieder von rechts nach links. Dann suche ich mir oben die Masche der dritten Reihe und wieder wie zum Rechtsstricken und von der Nadel gleiten lassen. Und dann ein bisschen in Form ziehen. Und noch ein letztes Mal. Nochmal wie zum Rechtsstricken und dann kann ich die Nadel weglegen und das wieder etwas anziehen. Und was ich dann gerne mache, ist, dass ich hier noch mal so ein bisschen reingehe und die Maschen so ein bisschen fester ziehe, so dass es halt gut aussieht. So, und wie du siehst, kriegt man hier eine sehr schöne Kante und man sieht eigentlich gar nicht, dass das hier abgenäht wurde. Jetzt müssen wir aber auch noch die Rückseite annähen und dafür gehe ich mit der Wollnadel hier einfach nach hinten durch und drehe mir das Top auf die Innenseite. Und jetzt machen wir genau das gleiche wie vorne. Ich gehe wieder von rechts nach links durch die erste Masche. Das ist ja jetzt auf dieser Seite eine rechte Masche. Und dann gehe ich durch die erste, ich zeige das nochmal näher, ja, hier durch die erste durch und dann wieder wie zum Rechtsstricken und die Nadel, die Masche gleichzeitig abheben. Ich habe nun alle Maschen abgenäht und jetzt muss der Faden natürlich noch vernäht werden. Und ich mache das gerne so, dass ich hier einfach reinsteche und den Faden wieder auf die Innenkante sozusagen führe. Dann ist das hier schön sauber. Und dann gehe ich einfach in die äußerste Kante von dem Doppelstrick in die rechten Maschen rein und vernähe hier den Faden. Und das mache ich so nach Gefühl einfach über vielleicht so 10 Maschen. Und ein Tipp noch von mir, wieder an dieser Stelle. Dadurch, dass wir den Doppelstrick haben, können wir diesen Endfaden gut verstecken. Da gehe ich dann zum Schluss einmal hier zwischen diese 2 Lagen des Doppelstricks und ziehe den Faden hier durch. Und dann schneide ich das hier ab und ziehe das so ein bisschen lang und dann verschwindet dieser Faden nämlich in dem Doppelstrick und ist verschwunden und guckt nirgendwo raus.
Der Halsausschnitt hat nun seinen Rand erhalten und jetzt müssen natürlich noch die Armausschnitte mit dem Doppelstrick versehen werden. Und das passiert in genau der gleichen Weise. Ich fange an, unter dem Armausschnitt in der Mitte für jede neu angeschlagene Masche eine Masche aufzunehmen und über den restlichen Teil wieder 3 aus 4 Maschen und das letzte Stück dann wieder für jede angeschlagene Masche eine Masche aufnehmen und verfahre genauso wie bei dem Halsausschnitt. Der einzige Unterschied hierbei ist, dass ich mit der Nadelstärke nun ein kleines bisschen nach oben gehe. Und zwar habe ich den Halsausschnitt ja mit einer 2,75 gestrickt und diesen Teil werde ich jetzt mit einer 3,0 stricken. Das heißt, dass ich hier nur 0,75 mm runtergehe im Vergleich zum Rumpf. Nochmal zur Erinnerung, da hatte ich ja 3,75 und jetzt gehe ich dann auf 3,0. Das kannst du selbst für dich entscheiden. Du kannst auch mit der gleichen Nadelstärke hier den Rand stricken wie für den Halsausschnitt. Je nachdem, wie eng du gerne deinen Armausschnitt hättest. Denn der Doppelstrick zieht ja diesen Ausschnitt schon sehr zusammen. Und je nachdem, wie du das möchtest, also ob du deinen Armausschnitt auch gern etwas lockerer weiter hast, dann würde ich dir empfehlen, eben mit der Nadelstärke noch etwas hoch zu gehen. Wenn du das aber gerne etwas enger hättest, dann würde ich dir empfehlen, die gleiche Nadelstärke zu nehmen wie beim Halsausschnitt. Ich habe das Top nun fertiggestellt und direkt gewaschen. Als nächstes müssen noch die Fäden vernäht werden. Ich würde euch das auch empfehlen, das Top erstmal zu waschen und die Fäden dann zu vernähen, weil das bei Baumwolle ein bisschen sauberer wird, weil sich das Garn ja noch ziemlich weitet nach dem Waschen. Und täuscht euch nicht, wenn es nach dem Waschen und Trocknen zunächst etwas eng erscheint. Das Top weitet sich noch mit dem Tragen. Das ist so eine Eigenart von Baumwolle. Das habe ich mit berücksichtigt und das wird vor allem in die Weite noch etwas wachsen, in die Länge eher nicht. Also wenn ihr euch unsicher seid, ob das Top lang genug ist, dann strickt lieber noch mal ein paar Zentimeter ran, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dein Top ist nun fertig und ich bedanke mich vielmals dafür, dass du Lust hattest, meine Anleitung zu stricken. Und wenn es dir jetzt auch so gut gefällt wie mir, dann teile doch gerne dein Ergebnis auf Instagram mit mir, nämlich unter dem Hashtag BelleTankTop, damit ich sehen kann, was für tolle Farbkombinationen ihr euch überlegt habt. Und wenn du noch Inspiration suchst, dann kannst du ebenfalls unter diesem Hashtag gucken. Da haben nämlich einige meiner lieben Teststrickerinnen ihre Versionen geteilt und ich kann euch sagen, das sind ganz tolle Ergebnisse. Damit bedanke ich mich fürs Durchhalten und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dann!